Well, there's no problem. If you had a gun. So, hallo, da wären wir wieder. David von Greyground und der Tom von Greyground, hi. Genau, wir sind noch im MSZU, machen wir hier heute unsere Serie über die Basics beim Kurzwaffenschießen und kommen zum Grip, also sprich zu der Frage, wie halte ich die Pistole am besten in der Hand. Und das ist eine der Punkte, wo man wirklich sagen kann, jemand, der mit dem Pistolenschießen anfängt, der da vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat, kann da die meisten Fehler machen, aber auch gleichzeitig, wenn er das einigermaßen ordentlich macht, wirklich viel Boden gut machen. Denn da gibt es so ein paar Sachen, wenn man die beachtet, dann ja, hat man einfach eine gute Grundlage fürs anschließende Schießen gelegt. Warum brauchen wir einen guten Grip? Einen guten Grip brauchen wir deshalb, weil, und das muss man sich einfach mal kurz überlegen, was ist das Problem einer Waffe oder überhaupt des Schießens? Das Problem ist, ich muss Energie in die Waffe reinstecken und Energie kommt aus der Waffe nach dem Schuss sozusagen wieder raus. Und was ich haben will, ist wiederholbare Abläufe. Also das heißt im Endeffekt immer wieder dasselbe, das passiert und diese Energie, die ich da durchs Abziehen reinsetze und die nach dem Rückstoß kommt, wenn die quasi so wenig wie möglich meine Waffe beeinflusst. Ganz blöd gesprochen, wenn ich die Waffe in den Schraubstock einspannen würde, würde ich immer wieder an dieselbe Stelle schießen, egal wie der Rückstoß ist, egal wie schlecht ich abziehe. Und das möchte ich jetzt sozusagen mit meinen Händen simulieren oder so nah wie es geht irgendwo da rankommen. Dazu fangen wir an, bauen das Ganze systematisch auf. Das heißt, wir nehmen erstmal unsere Schusshand, also die Hand, die den Abzug betätigt, und schauen uns an, was die macht. Hier erster wichtiger Punkt. Wir wollen mit der Hand so hoch wie es geht hier oben an die Waffe, an das Beavertail kommen. Man sieht oft Leute, die greifen die Waffe und dann ist hier oben so ein relativ großer Spalt. Das ist sehr, sehr schlecht. Warum? Hier oben passiert der Rückstoß und wenn ich hier nicht wirklich eine gescheite Verbindung habe mit meiner Hand, dann kann es mir passieren, dass die Waffe hier kippt, rutscht, ja, und das ist nicht wiederholbar und sauber kontrollierbar. Das heißt, erster Step, wir gehen wirklich hoch an die Waffe, wir wollen hier hoch rein. Wer so ein bisschen fleischige Hände hat und es bildet sich hier hinten so eine kleine Wulst, ist ein absolut gutes Zeichen. Das ist das, was wir wollen. Unsere restlichen Finger greifen um den Griff rum und hier so ein bisschen drauf aufpassen, das ist das, wie wir das zumindest sehr gerne machen, probiert den Griff vom kleinen Finger nach oben zu schließen. Wenn man sich mal vorstellt, wenn ich jemandem sozusagen fest die Hand geben will oder wenn ich an einem Seil ziehe oder irgend sowas und was festhalten will, in der Regel baut man seinen Griff dann vom kleinen Finger aus auf und das ist auch das, was wir hier wollen. Das heißt, hoch an die Waffe und vom kleinen Finger ausbauend nehmen wir sozusagen den Rest des Griffs in die Hand und haben dann schon mal hier eine gute Basis mit der ersten Hand. Jetzt kommt der Daumen. Der Daumen auf der Schusshandseite ist ein häufiger Fehler, dass der hier an der Seite der Waffe gelassen wird. Allerdings hat der da eigentlich blöd gesagt nichts zu suchen, weil ich möchte mit meiner zweiten Hand, und in der Regel schießt man im praktischen Bereich ja mit zwei Händen, möglichst viel Fleisch an die Waffe bringen. Das heißt, diesen Daumen nehme ich und mache mit dem Platz. Und das ist auch der Hauptjob dieses Daumens, nämlich Platz machen. Dadurch passieren zwei Dinge. Erstens, ich komme gut an den Griff und zweitens, wenn man nochmal hier hinten guckt, in dem Moment, wo ich meinen Daumen weit nach unten nehme, entsteht hier schon wieder diese Lücke, die wir nicht haben wollen. Und wenn ich den Daumen nach oben nehme, habe ich hier wieder wunderbar die Lücke geschlossen. Ich zwicke sozusagen die Waffe sozusagen mit meinem Daumen noch ein bisschen ein. Jetzt kommt die zweite Hand. Mit der zweiten Hand gehe ich mit dem Handballen so hoch wie es geht an die Waffe. Ja? Das heißt, ich möchte die Waffe wirklich weit oben greifen. Viele Leute haben Angst, da komme ich hier an Schlittenfang oder irgendwie sowas. In der Regel ist diese Angst völlig unbegründet. Sollte man tatsächlich so hoch greifen, ja, dass die Waffe nach jedem Schuss offen bleibt oder sonst irgendwas an Fehlfunktionen passiert, kann man dann daran arbeiten, wenn das passiert. Aber erstmal wäre wirklich die Tendenz zu sagen, ich will hier hoch an die Waffe und möglichst viel von meiner Hand an die Waffe bringen. Man kann das Ganze dann so ein bisschen abchecken, ob der Winkel passt, indem man guckt, wo zeigt der Daumen hin und wo schauen meine Finger hin. Wenn wir uns jetzt hier in der Waffe 90 Grad ungefähr vorstellen zwischen Griffstück und dem Schlitten, dann zeigen meine Finger so ein bisschen schräg nach unten, ungefähr so 45 Grad. Wenn die gerade nach vorne zeigen, ist man wahrscheinlich ein wenig zu niedrig an der Waffe. Sollten sie ganz nach unten zeigen, wäre man wahrscheinlich zu hoch an der Waffe, hätte das Handgelenk zu überdreht. Was ich will, ist ungefähr diese Position. Daumen zeigen so leicht Richtung 11 Uhr und hier bin ich dann sozusagen an der Waffe. Jetzt probiere ich mit der Hand Druck aufs Griffstück zu bringen und der meiste Druck kommt tatsächlich hier aus dieser Supporthand.
Also nicht mit der rechten Hand zudrücken wie wahnsinnig, jetzt als Rechtsschütze, sondern den Druck eher hier reingeben und die Waffe fest und stabil halten. Um hier Stabilität aufzubauen, ist eine Sache ganz wichtig, nämlich ich will meine Arme nicht durchstrecken. Das kann jeder selber mal probieren, wenn man seine Arme zusammennimmt und hier sozusagen Druck zwischen den Händen erzeugt. Wenn ich meine Hände ganz ausstrecke, werde ich ganz vorne, wo meine Ellbogen sich sozusagen nach unten neigen und meine Armbeugen nach oben zeigen, keinen Druck mehr bekommen. Das heißt, ich will so eine leicht angewinkelte Handhaltung haben und von hier dann eben den Druck in die Waffe bringen, um dann einen stabilen Grip aufzubauen. Was für Probleme entstehen, also beim Schießen dann, so wie es der David gerade erklärt hat, wenn ich in dieser Situation immer bleiben könnte, wäre alles super. Passiert aber nicht. Also es ist immer wieder, dass wir während dem Schießen dann sehen, da beginnen die Leute mit dem rechten Daumen ihre linke Hand immer weiter nach unten zu schieben und dann irgendwann ist die Supporthand so weit unten, dass ich eben keinen guten Support mehr habe und genau diesen Zweck soll sie eigentlich haben. Warum ist es so? Es kommt daher, wenn ich was greife, greife ich ja so. Und wenn wir es jetzt an der Waffe sehen, wenn ich greife, greift der Daumen auch runter. Und das ist was, das müssen wir uns bewusst jetzt beim Greifen der Waffe abgewöhnen. Und wir möchten quasi die Waffe zwischen dem kleinen Finger und dem Daumen einklemmen. Also stellt euch vor, eure Hand dreht sich so ein bisschen nach vorne, der Daumen führt quasi wie so ein Pfeil die Hand an und das erzeugt einen Hebel. Und zwar zwischen dem kleinen Finger und dem Daumen. Also ich klemme die Waffe so. Ja? Das heißt, am meisten Kraft hat hier der kleine Finger und am meisten Druck ist oben in meiner Daumenbeuge, weil ich die Waffe hier einklemme. Ich möchte diesen Recoil, den Rückstoß, möchte ich ja einfach abbremsen. Und dafür muss auch der Finger hier aus dem Weg bleiben. Wenn ich den nämlich runter mache, dann wird jeder merken, wenn er es mal ausprobiert, hier oben ist der Druck weg. Das ist ein Problem. Und das passiert immer schön. Die Leute wollen die Waffe festhalten und immer fester und die rechte Hand soll diesen Druck gar nicht ausüben und dann schieben sie ihre Supporthand runter und versauen sich dabei ihren guten Grip. Lasst den Daumen oben, lasst lieber hier den Daumen Druck ausüben, also sprich, dass euer Daumengrundgelenk hier am Bivertell wirklich einen Druck hat. Das müsst ihr auch spüren. Und dann, die Amis sagen auch manchmal die Daumen, die Flecken quasi, also wie so ein Fahnenmast jetzt mal bildlich gesprochen, lasst die da oben. Nochmal ganz kurz das Thema mit der Supporthand und mit dem Halten und der Kraft, die hier aufbaut. Ihr seht hier nochmal ganz schön, wenn der Tom die Waffe jetzt nur mit der Supporthand nimmt, also nur mit der zweiten Hand, und er nimmt sie gerade, also sprich Finger zeigen nach vorne und das Handgelenk ist hier nicht gelockt. Dann werdet ihr sehen, wenn ich jetzt hier eine Waffe sozusagen bewegen will, also sozusagen simulierter Rückstoß. Halt fest. Ja, ich merke es, dass du festhältst. Obwohl er viel stärker als ich ist, ja, drehe ich hier die Waffe relativ leicht raus. Ja. Es fällt ihm hier sehr schwer, Druck aufzubauen, vor allem Stabilität aufzubauen. Nimmt er die Waffe dagegen so, wie wir es vorhin gesagt haben, nämlich hier. Mit dem richtigen Grip, also das heißt, wenn er nochmal schnell die Finger aufmacht, ja, die 45 Grad nach unten und hier vor allem auch das Handgelenk ein bisschen gelockt, dann hat er wirklich Kraft. Und ihr müsst mir das einfach glauben, aber hier kann ich die Waffe wirklich ganz, ganz schwer bewegen, weil sie einfach eingespannt ist zwischen den Fingern und im Handgelenk stabil verriegelt ist. Um das nochmal zu demonstrieren, wie wichtig die Supporthand ist, werden wir jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir nehmen einfach mal die rechte Hand weg, ja, die allzu wichtige Schießhand. Ich habe jetzt nur noch die Supporthand und jetzt gehe ich einfach hierher und werde jetzt nur abziehen. Und jetzt schaut mal, wie flach die Waffe bleibt. Weil ich ja gerade das erklärt habe mit diesem Leverage, mit diesem Hebel und was der kleine Finger also wie viel Kraft man da eigentlich, oder dass der eigentliche Kraftschluss der Hand über den kleinen Finger passiert, da gibt es eine ganz witzige Übung, dafür bräuchte ich mal komm mal her Tom, dass wir hinter der Kamera vorkommen. Und zwar, jetzt gibst du mir mal die Hand, ja, halt mal ganz fest und jetzt lässt man den kleinen Finger los. So, ich versuche es rauszuziehen, schauen wir mal, wie du mir noch halten kannst. Halt wirklich fest, richtig, okay? Ja. Also keine Chance mehr. Ja, man hat auch sofort gemerkt, in dem Moment, wo er den kleinen Finger öffnet, ist der Kraftschluss weg. Das kann jeder mal daheim ausprobieren. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht einmal probiert hat. Tu mal die Hand zumachen, halt richtig fest, also wirklich fest. Und das seht ihr, da verrutscht den schon, ja, aber ich komme nicht mehr raus. Kleiner Finger weg. Sieht man richtig, wie so ein Fisch kann ich mir da rausziehen. Er hat keine Chance mehr, mich festzuhalten, ja. Das ist echt ein Problem. Und weil wir das ja mit dem Handgelenklocken noch hatten, ja, gerades Handgelenk, okay? Mach die Hand zu, ja, so.
merkt hier gerade das Handgelenk. Ich versuche dich jetzt nach oben und nach unten zu drücken und du hältst einfach dagegen. Versuchst einfach den Arm zu stabilisieren, okay? Bist du bereit? Ja. Nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Kann ich machen mit dem, was ich will. Wenn du das Handgelenk jetzt leicht überdrehst und fixierst, bist du bereit? Ja. Also man sieht, er hat eine ganz andere Mechanik dahinter. Und das ist das, was wir uns fürs Schießen einfach zunutze machen wollen. Mit ganz viel Kraft werde ich diesen Rückstoß nicht kontrollieren können. Ich brauche eine Struktur, auf die ich immer wiederholbar zurückgreifen kann. Und das wollen wir eben durch diese Haltung erreichen. Dann gucken wir uns mal ganz kurz das, was wir gerade so ein bisschen theoretisch erzählt haben, in der Praxis an und schauen nochmal so auf ein, zwei Fehlerquellen bzw. die Auswirkungen. Als allererstes mal quasi das Negativbeispiel, also sprich ein schlechter Grip. Und das Interessante ist jetzt nicht, wo ich hinschieße, ich schieße einfach nur da vorne in den Kugelfang rein, sondern das Interessante ist, was macht die Waffe. Also schlechter Grip, haben wir gesagt, wir sind nicht hoch weit oben an der Waffe, unser Grip ist irgendwo hier unten, der Daumen ist im Weg und ich komme nicht gescheit an die Waffe, kann die nicht gescheit festhalten. Wenn ich jetzt von hier schieße und abdrücke, macht die Waffe im Endeffekt das, was sie will. Sie springt einfach und lässt den Rückstoß kommen. Wenn das passiert, und ich sehe es jetzt auch sehr schön mit dem Red Dot, der springt aus dem Sichtfenster, ich weiß nicht, wo er danach ist und ich brauche relativ lang, um mir den wieder zu suchen. Habe ich dagegen einen guten Grip, also hoch an der Waffe, schön sauber den Grip aufgebaut, rein, hoch an die Waffe mit der Supporthand, das Ganze festgehalten und jetzt geschossen, bleibt die Waffe flach. Gleichzeitig rutsche ich auch nicht mit meiner Hand, sondern bin hier richtig schön verriegelt drin. Der Rückstoß wird aufgenommen. Ich kann schnelle Serien schießen, ohne aus dem Ziel zu kommen und damit auch wiederholbar und saubere Treffer setzen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir euch ein bisschen die Basics gezeigt haben und euch dieses Thema ein wenig näher gebracht haben. Natürlich ist es nicht abschließend. Also unsere Kurse, die gehen zwischen 6 und 7 Stunden. Da kann man einfach so viel reinpacken. Und natürlich gehen wir in den Kursen auch wirklich auf eure Probleme ein. Also wir können da wirklich schauen, wo hapert es bei dir und das auch wirklich individuell abstellen. Ja. Genau. Außerdem gibt es zu vielen Sachen, die wir jetzt so, sagen wir mal, als herrschende Meinung dargestellt haben, natürlich auch immer mal ein paar Abweichungen. Gerade beim Schießen, klar, es gibt eine Grundtendenz, aber der eine hat kleinere Hände, der andere hat größere Hände, der eine hat Probleme mit dem Ellbogen und so weiter. Also das heißt, man muss da natürlich auch immer individuell schauen. Und ja, das, was wir jetzt hier als unsere Ansicht vertreten, ist natürlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. Da gibt es viele Varianten, wie man was machen kann. Und ja, soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal.